Herzensgrüße vom 8. Juni 2025. Zwischen Bauen, Beobachten und Bratfisch. Hallo ihr Lieben. Manchmal sind es nicht die großen Ereignisse, die in Erinnerung bleiben, sondern die kleinen, stillen Gesten. Eine Flasche Wasser, ein Stück Stoff oder zahlreiche helfende Hände. Ein Unterstand für Elektrosawodsk. Pinky, Jamet und Black Lion waren heute wieder unterwegs. Eine kleine Loot-Tour, um neue Kleidung zu besorgen. Gemeinsam zogen sie los mit leichtem Gepäck und wachsamen Augen. Wie immer eigentlich. In Kamenka soll es derweil in der Nacht einen Überfall gegeben haben, ein Base-Raid. Wer betroffen war, weiß man noch nicht. Wer das Tor geöffnet hat? Auch das ist unklar. Nur eines war spürbar, die Unsicherheit kroch wieder durch die Reihen. Ich selbst zog mich noch etwas zurück. In Elektrozawodsk richtete ich einen ersten Unterstand ein, ruhig, ungestört. Ein Platz, um zur Ruhe zu kommen, um Abstand zu gewinnen. Doch lange blieb ich nicht allein. Pinky, Jamet und Black Lion kamen vorbei, boten ihre Hilfe an und gemeinsam stellten wir den Bau fertig. Es tat gut, dieses Miteinander, dieses wortlose Verstehen. Am Ende kehrten wir zusammen zurück nach Prigorodki. Stillleben am Wasser. Im Camp angelten Ultra, Silas und ich. Nebeneinander. Schweigend. Naja, fast. Silas sagte nichts, aber Ultra und ich unterhielten uns. So wie wir es eben tun. 3 Silhouetten am Wasser. Danach ein Grill und das Knistern des Feuers. Es war friedlich und das war selten geworden. Ich nutzte die Gunst der Stunde und flickte Ultras Hose. Etwas später brachte Nico ein Zelt vorbei. Eine Spende. Er wirkte erschöpft. Der Humvee war verloren, irgendwo bei Kelm. Unfall. Ich nahm das Zelt entgegen, bedankte mich. Außerdem kam auch ein Bambi namens Kevin oder AHF1, wie er sich nannte, vorbei. Ein neuer. Ich nahm mir Zeit, zeigte ihm das Camp, erklärte, was wir hier tun und warum. Er hörte zu, fragte wenig, nickte oft. Am Ende zog er weiter, versorgt, ausgestattet. Ich hoffe, er findet, wonach er sucht. Pinky, Jamet und Black Lion hielten derweil Wache und behielten alles im Blick. Sicherheit ist kein Zustand, sondern eine Frage der Aufmerksamkeit. Oder wie dieser Spruch noch gleich hieß. Sie hatten alles im Blick, aber plötzlich trat ein Fremder aus dem Grillhaus. Er nannte sich Olli. Der Name kam mir seltsam vertraut vor. Ich grüßte ihn höflich, aber innerlich war ich wachsam. Zumindest der Name war immer wieder in Zusammenhang mit seltsamen Vorfällen aufgetaucht. Ob es dieser Olli war, wusste ich nicht. Er verabschiedete sich bald und doch schlich er immer wieder um die Häuser. Nico und Selina beobachteten ihn vom Haus aus. Und Nico wurde zur Spinne. Kein Witz. Er kletterte auf das Hausdach unseres Grillhauses und ließ sich runterhängen. Dann verkündete er lautstark: „Ich bin eine Spinne." Tja, und so wurde unser Nico zur Spinne. Aber das ist ein anderes Kapitel. Am Ende verschwand Olli, ohne uns anzugreifen. Aber irgendetwas ließ mich innerlich nicht ganz los. Er hatte sich schon merkwürdig verhalten. Als sich die Lage etwas beruhigt hatte und Olli verschwunden war, halfen Selina und Nico mir gemeinsam mit Silas beim Weiterbau des Turms. Stück für Stück, Stock für Stock, wie so vieles hier. Abendrunde. Als es Abend wurde, schauten die Banana-Ops vorbei. Wie ein bunter Windstoß wehten sie durchs Camp. Sophie begegnete ich ein weiteres Mal. Sie zog weiter. Soterio kam auch vorbei und wurde von den Banana-Ops in ihrem Love-Mobil mitgenommen, wie sie es nannten. Natürlich. Und natürlich war es Greenies Idee, Rauchgranaten und ein Auto. Und natürlich ahnte ich, dass er diese Olga nicht ganz zufällig im Freien gefunden hatte. Sie kam mir zu bekannt vor. Nur, ich konnte nicht so genau sagen, woher. Aber das war eine Geschichte für einen anderen Tag. Zum Schluss. Es war ein Tag wie ein leiser Fluss. Nichts stürzte, nichts krachte, aber alles floss weiter. Und manchmal reicht mir das sogar. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Fisch und Freunde, die bleiben und helfen. Passt auf euch auf und bleibt, ihr wisst schon, am Leben. Gezeichnet Herz aus Gold.